Obwohl Friaul unter Motorradfahrern eine immer größer werdende Beliebtheit erfährt, ist es eine Region, die noch nicht so bekannt und befahren ist wie beispielsweise Südtirol. Genauer gesagt ist Friaul Julisch Venetien oder auf Italienisch Friuli Venezia Giulia eine autonome Region mit der Hauptstadt Triest im äußersten Nordosten Italiens, südlich von Kärnten in Österreich. Die friaulischen Dolomiten, die Karnischen und Julischen Alpen sowie die kulinarischen Highlights der Region sind so vielseitig wie seine Geschichte. Im zweiten Teil des Films stelle ich euch weitere Motorrad-Highlights von Friaul und seiner nahen Umgebung vor. Den Link zu den ersten 10 Tipps findet ihr übrigens rechts oben. Tipp Nummer 11 ist der Sella Ciampigotto. Die Strecke über den Sella di Ciampigotto ist eine Strecke, die ich ganz besonders gern fahre, und zwar von Westen nach Osten. Sie ist für fast jede Art von Motorrad gut geeignet. Die Westernfahrt verläuft lange im Taleinschnitt des Torrente Piova, um sich erst kurz vor dem Passübergang in einer eindrucksvollen Kehranlage mit Steigungen bis zu 15% emporzuschwingen. Nun beginnen die Serpentinen auf der schmalen Straße der SP 619 bis hoch zum Sattel. Ab und zu liegen auch noch Steine von einem Felsbruch auf der Straße. Der Sella Ciampigotto ist 17 Kilometer lang, hat seinen höchsten Punkt auf 1790 Höhenmeter. In der Nähe der Scheitelhöhe liegt auch ein nettes Gasthaus, das zum Rasten einlädt. Von der Passhöhe hat man, klares Wetter vorausgesetzt, einen weiten Blick in die umliegende Berglandschaft. Fährt man in Richtung Osten weiter, dann fährt man erst eine Weile auf einer Hochebene und dann geht es wieder bergab, aber nicht besonders steil. Hier wechseln sich schöne Streckenteile und relativ enge Walddurchfahrten ab. Tipp Nummer 12, der Sella di Razzo. Der Sella Razzo liegt in den Karnischen Alpen zwischen der Sella Ciampigotto, der Forcella Lavadet und der Sella di Rioda. Wir fahren vom Westen kommend auf einer wenig befahrenen, kurvenreichen Strecke bis zum Scheitel auf 1760 Meter Höhe. Alleine der schöne Ausblick auf die Karnischen Alpen ist bei diesem Wetter einfach ein Genuss und eine Reise wert. Tipp Nummer 13. Cima Zapata.
Die Bergstraße über den in der Ortschaft Cima Zapata gelegene Zapata-Pass verbindet die Region Friaul-Julisch-Venetien in der Provinz Udine mit der Region Venetien in der Provinz Belluno. Sie verläuft in Ost-West-Richtung durch die Karnischen Alpen und wird deshalb auch die Karnische Dolomitenstraße genannt. Wir fahren westwärts durch kleine Ortschaften und genießen den geringen Verkehr und die schönen Kurven mit dem tollen Ausblick auf die Karnischen Alpen. Nach der Ortschaft Forni a Voltre haben wir tolle Ausblicke auf die karnischen Gipfel Monte Cimon und Monte Creta Forata. Die Abfahrt vom Zapata-Pass nach Zapata bietet zwar weniger Kurven und Fahrvergnügen, entschädigt aber dafür mit wunderschönen Ausblicken auf die Gipfel von Monte Terza Grande und Monte Brentoni. Tipp Nummer 14: Lago Santa Catarina. Der Santa Catarina See, auch Aronzo-See genannt, liegt in der Gemeinde Aronzo di Cadore auf 830 Meter Höhe in der Provinz Belluno in Venetien, in der Nachbarprovinz vom Friaul. Wir fahren vom Osten kommend in Richtung San Pietro di Cadore über die Provinzgrenze nach Venetien und fahren hoch zum Col Caradis und dann die Serpentinen runter bis nach Aronzo di Cadore zum See. Schon die Anfahrt über die schönen kleinen Bergstraßen mit Ausblick auf die umliegenden Berge ist lohnenswert. Der See Santa Catarina ist ein künstlicher See aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Die Arbeiten zum Bau eines Staudamms begannen 1930 und endeten schließlich 1932. Der See mit seiner tollen Türkisfarbe erhielt schließlich den Namen Santa Catarina dank der Anwesenheit einer Kapelle aus dem Jahre 1500, die sich in der Nähe des Staudamms befindet und der Heiligen gewidmet ist. Seine Ausdehnung beträgt ca. 0,5 Quadratkilometer und er ist befahrbar, nicht nur für Ruderboote und Kanus, man kann auch auf der Staumauer mit dem Motorrad den See überqueren. Tipp Nummer 15: Lago di Sauris.
kommen vom spektakulären Cima Pezzocuco auf der SP33 und fahren hinunter zum kleinen, sehr schönen Ort Sauris. Das Dorf besteht aus einem Unterdorf, Sauris di Sotto, und einem Oberdorf, Sauris di Sopra. Es ist mit seinen 400 Einwohnern das höchstgelegene, ganzjährig bewohnte Dorf im Friaul und liegt auf 1390 Meter Höhe in den Karnischen Alpen. Neben einer höchst interessanten Geschichte ist Sauris noch für einen hervorragenden Schinken bekannt und bietet sich für einen kleinen Stopp an. Von oben sieht man bereits runter auf den See, der in einem unbeschreiblichen Blauton strahlt und in eine idyllische Landschaft eingebettet ist. Es ist ein See künstlichen Ursprungs in der Nähe von Sauris auf 977 Metern über dem Meeresspiegel. Am See angekommen, fahren wir durch bewaldetes Gelände, das leider nur wenig Ausblick bietet. 2013 musste letztmalig Wartungsarbeiten an der Staumauer durchgeführt werden und der See wurde komplett geleert und gab nochmal die Sicht auf die Überreste des Dorfes frei, das geflutet wurde. Über die Krone der Staumauer fahren wir unmittelbar durch einen spärlich beleuchteten einspurigen Felstunnel. Tipp Nummer 16: Lago di Verzegnis. Ein türkisfarbenes Intermezzo in den Wäldern der Tolmeziner Voralpen. Der Verzegnissee, ein Hotspot für jeden Motorradfahrer. Wir reisen über das schöne Tal des Torrente Azzino von Süden an und steigen in die Serpentinen bei Pozzi ein, hoch auf der SP1 zum Sella Chianzutan, auf ca. 1000 Meter Höhe. Über eine kleine Straße fahren wir nach dem Monte Taront dann runter zum See mit Ausblick. Das aus dem Bach Ampiesta entstandene künstliche Becken wurde in den 50er Jahren angelegt und liegt in den Bergen der Gemeinde Verzegnis. Seine Lage weit weg von den Hauptverkehrswegen ermöglicht ein Eintauchen in die Natur und die Stille dieser Gegend von Carnia. Der Blick auf den entfernten Monte Pagliavierte ist ein beliebtes Kameramotiv. Tipp Nummer 17: Agriturismo Verde Friuli, ein Übernachtungstipp mit Ausblick.
Hoch oben über dem Tagliamento befindet sich bei San Rocco eine Möglichkeit zum Rasten und Übernachten. Der Ferienbauernhof mit Gaststätte Verde Friuli. Die Wirtsleute sind überaus freundlich, das Essen ist fantastisch und der Ausblick bei schönem Wetter reicht bis nach Venedig. Nach einer ausgiebigen Rast lohnt auf jeden Fall, über die kleinen kurvenreichen Wege über Monte Brat den nahegelegenen Pass Güell di Forcia zu befahren. Ein Geheimtipp. Das war der zweite Teil mit Tipps für jeden Motorradfahrer, der gerne einmal ins Friaul fahren möchte. Ich bedanke mich bei unserem Tourguide Klaus, der Friaul wie kein anderer kennt und uns immer wieder mit neuen Hotspots überrascht.